Nordzypern, Immobilienkauf, ein Traum oder doch ein Albtraum? Mit genau diesem Thema wollen wir uns einmal in diesem Video näher befassen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du dich mit dem Thema Auswandern aus der EU beschäftigst oder einen Plan B außerhalb der EU suchst und dich deswegen vielleicht für Nordzypern interessierst, dann würde ich dir einmal empfehlen, dir unser Seminar- und Veranstaltungsprogramm anzuschauen. Wir beraten standortunabhängig, wir führen regelmäßig Erlebnis- und Investorenreisen in verschiedene Länder durch, die wir Mandanten zeigen, wo wir intensive Seminare vorstellen, wo wir dir einen realistischen Einblick in das Land geben, wo wir dich über die steuerlichen Gegebenheiten informieren, zum Beispiel die Schweiz, zum Beispiel Serbien, zum Beispiel Georgien, zum Beispiel die USA, zum Beispiel die Philippinen, zum Beispiel Sansibar und so weiter und so fort. Jetzt auch demnächst nach Irland und nach Dubai. Wir sind komplett standortunabhängig und sind nicht auf einen bestimmten Standort festgelegt, versuchen nicht einen bestimmten Standort zu pushen, wie so viele andere Anwälte, Steuerberater und sonstige Berater. Schau dir unser Seminarprogramm an und vielleicht ist etwas dabei für dich. Vielleicht willst auch du ein Land kennenlernen außerhalb der EU, das dich besonders anspricht. Alle weiteren Details hier in der Beschreibung zu diesem Video. Hier packe ich einen Link rein und da kannst du dann auf unserer Webseite dich im Detail informieren. Aber nun zurück zu unserem Thema. Nordzypern ist für viele unserer Mandanten interessant, denn viele suchen einen Exit aus der EU. Vielleicht wollen sie gleich auswandern, aber vielleicht suchen sie auch nur einen Plan B, wo sie sich dann hin vom Acker machen können, wenn es wirklich unerträglich oder zu heiß wird in der EU und in Deutschland. Und natürlich, hier beschäftigt man sich dann vielfach gleich mit Nordzypern, denn Nordzypern, so glaubt man jedenfalls, ist nicht in der EU, aber dennoch ist man relativ nah dran. Die Mittelmeerregion ist natürlich herrlich, gute Lebensqualität, schönes Wetter, gutes Essen. Was gibt es daran nicht zu mögen? Allerdings muss man realistischerweise sagen, dass in Nordzypern immer mehr Deutsche schlechte Erfahrungen machen und sich aus Nordzypern zurückziehen, sich enttäuscht abwenden von Nordzypern, versuchen, ihre Immobilien dort zu verkaufen, nur um dann festzustellen, dass das gar nicht so einfach ist. Das Ganze fängt schon mal mit einem Irrglauben an, nämlich mit dem Irrglauben, dass Nordzypern nicht Teil der EU wäre. Das ist falsch. Die ganze Insel Zypern ist Teil der EU. Es ist also nicht so wie in Irland, dass der Norden Irland Teil des UK ist und damit nicht Teil der EU und nur der Süden Irland, also die Republik Irland, Teil der EU dann ist. Das heißt, ein Teil der Insel in der EU ist, ein anderer Teil der Insel nicht in der EU ist. Die gesamte Insel Zypern ist Teil der EU. Lediglich ist EU-Recht momentan ausgesetzt in Nordzypern. Dennoch ist die ganze Insel Teil der EU, denn tatsächlich ist Nordzypern aus EU-Sicht ein besetztes Gebiet. Der Staat dort wird nicht anerkannt. Deshalb ist, wie gesagt, die gesamte Insel Teil der EU, auch natürlich, wenn im Norden Zyperns momentan kein EU-Recht gilt, weil es dort ausgesetzt ist. Aber dennoch befindest du dich natürlich in EU-Territorium. Hier gibt es interessante Details dazu. Wenn du zum Beispiel eine Firma in Nordzypern gründest, dann ist diese automatisch auch bei der Industrie- und Handelskammer in Südzypern, also in der Republik Zypern, Mitglied. Natürlich, solange die Situation hier zwischen der Türkei und Zypern nicht geklärt ist, wird es hier keine große Veränderung geben. Man hat eben diese Sonderposition, dieses Arrangement momentan, was ja mit Mühe und Not ja aufrecht erhalten wird, wo es auch immer wieder Spannungen gibt, aber wo ein offener Konflikt, wie zum Beispiel jetzt in Israel hier zwischen den Palästinensern und den Israelis vermieden wird. Das ist natürlich ganz klar. Aber dennoch ändert das nichts an der Tatsache, dass Gesamtzypern Teil der EU ist. Man muss dann natürlich auch sagen, dass der Umzug nach Nordzypern insbesondere für deutsche Staatsbürger nicht besonders attraktiv sein kann, potenziell aus steuerlichen Gründen. Denn Nordzypern ist ja kein Abkommensstaat. Das heißt, es gibt kein Doppelbesteuerungsabkommen aus deutscher Sicht. Es ist außerdem ein Niedrigsteuerland. Das heißt, du wirst weiterhin zum Beispiel auf deutsche Einkünfte in Deutschland Steuern zahlen müssen und nicht nur auf deutsche Einkünfte, auch für jene Einkünfte, die aus deutscher Sicht keine ausländischen Einkünfte sind, denn du fällst unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht, wenn du deutscher Staatsbürger bist. Dazu zählt zum Beispiel Krypto. Das heißt, wenn du in Nordzypern lebst, musst du dich weiterhin an die deutschen Kryptoregeln halten. Wenn du jetzt zum Beispiel auf Nordzypern
anfangen würdest, mit Krypto zu traden und diese nicht mindestens ein Jahr hältst, dann wirst du in Deutschland diese Gewinne versteuern müssen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch, wenn du ein Depot hast und dort deutsche Aktien veräußerst, die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht nach § 2 Außensteuergesetz. Von dieser bist du noch 10 Jahre nach Wegzug aus Deutschland betroffen, wenn du deutscher Staatsbürger bist. Und für diese 10 Jahre musst du ebenfalls eine Steuererklärung noch in Deutschland einreichen, selbst wenn du keine Immobilien in Deutschland hast, selbst wenn du keine Mieteinnahmen oder Renteneinkünfte und sonstige deutschen Einkünfte hast. Apropos Rente, auch diese ist nach wie vor in Deutschland zu versteuern. Du bist dann beschränkt steuerpflichtig, wenn du eine deutsche Rente bekommst und in Nordzypern lebst. Der Grundfreibetrag fällt weg und du musst die Rente in Deutschland besteuern. Wenn du als Freiberufler für deutsche Kunden tätig bist aus Nordzypern, dann ist auch hierauf Steuer in Deutschland fällig. Dein Kunde muss dann Steuer einbehalten für die Honorare, die er dir bezahlt. Außerdem, wenn du zum Beispiel eine amerikanische LLC benutzt von Nordzypern aus, die keine wirkliche Betriebsstätte hat, für die du also keine Steuern bezahlst, zum Beispiel in Nordzypern, sind diese Einkünfte ebenfalls, insofern es sich um gewerbliche Einkünfte handelt, in Deutschland noch für 10 Jahre zu versteuern. Wie gesagt, all das ist die erweitert beschränkte Steuerpflicht. Sie betrifft deutsche Staatsbürger, die in ein Niedrigsteuerland umziehen. Vor allen Dingen sind davon Niedrigsteuerländer oder Niedrigsteuergebiete wie Nordzypern betroffen, die kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland haben. Das sind also Dinge, die du unbedingt wissen musst. Auch zu dem Thema Immobilien gibt es in Zypern jede Menge Fallen, in die du tappen kannst. Hierzu will ich dir einen YouTube-Kanal empfehlen, und zwar den YouTube-Kanal Nordzypern Klartext mit Markus. Hier blende ich den Kanal mal eben ein. Ich kenne Markus persönlich, habe viel Zeit mit ihm verbracht. Wir haben uns sehr intensiv zum Thema Nordzypern unterhalten. Je nachdem, wie groß das Interesse ist, werde ich ihn hier auch mal gerne einladen. Markus ist ein erfolgreicher deutscher Immobilieninvestor, hat sich auch sehr stark mit dem Thema Nordzypern auseinandergesetzt, hat dort Immobilien gekauft. Er wollte dort mit seiner Familie hinziehen, aus genau den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Er dachte, Nordzypern sei nicht in der EU. Er hat sich das alles viel einfacher vorgestellt und ist dann selbst, ehrlich gesagt, ziemlich auf die Schnauze gefallen, ist betrogen worden, hat auch die Betrüger in Nordzypern verklagt, hat auch zum Teil Recht bekommen. Deren Konten wurden auch gepfändet, allerdings war dann auf den Konten nichts mehr drauf. Aber das sind dann Geschichten, die du aus seinen Videos selbst erfahren kannst. Ich kann dir das wärmstens empfehlen. Markus ist ein sehr ehrlicher, ein sehr direkter Typ. Du wirst das in den Videos feststellen. In diesen Videos hat er seine Erfahrung in Nordzypern verarbeitet. Ich schlage dir vor, ihn zu kontaktieren, wenn du selbst Immobilien in Nordzypern hast und dort mit Problemen zu tun hast. Er kann dich möglicherweise beraten. Er hat, wie gesagt, viel Erfahrung damit. Einige Dinge, die mir erzählt hat, sind wirklich schockierend. Das Schockierendste fand ich, dass bekannte YouTuber, die mit Sicherheit du auch kennst, die ich auch kenne, aber jetzt nicht beim Namen nennen werde, die tatsächlich Nordzypern hier anpreisen auf YouTube und Nordzypern so als die eierlegende Wollmilchsau, als das Panazea, das Paradies verkaufen. Zum Teil 25% Provision bekommen, 25% auf den Kaufpreis der Immobilie, die du bezahlen musst. Und weil sie eben keine Makler sind, sondern nur Vermittler, müssen sie dir das gegenüber auch nicht offenlegen. Und wie gesagt, da sind sehr bekannte YouTuber dabei, deren Namen mir Markus gesagt hat, von denen er das weiß, weil er die entsprechenden Verträge gesehen hat. Dort haben sich nämlich hier verschiedene Leute dann verkracht, wie es dann eben so ist. Und da will sich der eine am anderen rächen. So kommt es ja immer raus. Wenn auch du also findest, dass das Angebot eines bestimmten YouTubers hier besonders verlockend gilt, dann wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Lass dich hier nicht in etwas hineinreden, so verlockend es auch klingen mag. Man denkt ja vielleicht, alles in Nordzypern sind Schnäppchen. Dort kannst du etwas besonders Günstiges erwerben. Tatsächlich ist das aber nicht so. Ich sage jetzt gar nicht, dass man nicht unbedingt in Nordzypern kaufen soll, wenn das deine Sache ist, wenn du dich mit den Risiken auseinandergesetzt hast, wenn diese vielleicht steuerlich kein Problem sind, weil du nicht die steuerlichen Herausforderungen hast, die ich vorhin angesprochen habe,
dann ist das ja in Ordnung, aber dann kaufe nur bei einem zugelassenen Immobilienmakler, ein Immobilienmakler, dessen Provision dann gesetzlich tatsächlich dort geregelt ist und der dir hier nicht bis zu 25% abnehmen darf. Im Grunde genommen sind die 25% ja schlicht und ergreifend dann in einem überhöhten Kaufpreis versteckt. Also nochmal, fall nicht auf das Angebot von irgendwelchen YouTubern herein, sondern lass dich in jedem Fall von einem zugelassenen nordzyprischen Immobilienmakler beraten. Alles andere würde ich mit großer Vorsicht genießen. Neben diesem riesen Red Flag, das heißt neben diesem Red Flag der Provision und der Tatsache, dass viele Immobilien in Nordzypern mittlerweile überteuert sind, muss man natürlich auch sagen, dass das ganze rechtliche Umfeld in den letzten Jahren nicht besonders stabil war. Da gab es zum Beispiel Punkte wie die Stamp Duty, die man bezahlen muss, wenn man Immobilien kauft, stark erhöht wurde. Markus hatte mir, glaube ich, erzählt, dass er anstatt der versprochenen 4% dann tatsächlich 14% bezahlen musste. Dann kam es dazu, dass die Anzahl der Immobilien, die Ausländer erhalten durften, begrenzt wurde. Man musste dann hier schnell die Immobilien loswerden. Damit gab es dann natürlich Druck auf die Preise. Und dann wird natürlich generell dort versprochen, dass dann die Mieteinnahmen, die man dort erzielt, die dann meistens viel geringer sind als das, was einem wirklich in Aussicht gestellt wird, auch dann dort noch versteuert werden müssen, sodass das Ganze eigentlich kalkulatorisch in vielen Fällen nicht wirklich Sinn macht und man dann eben zu allerletzt auch die Immobilie nicht mal so richtig einfach verkaufen kann und dann den Preis stark reduzieren muss. Wie gesagt, Markus kann davon ein Lied singen. Er hat das alles durchgemacht und in seinen Videos im Detail beschrieben. Ich würde dir raten, dir das anzuschauen, bevor du dich hier tatsächlich mit dem Kauf einer Immobilie auseinandersetzt. Im Gespräch mit Markus ist dann auch noch herausbekommen, dass natürlich viele jetzt Nordzypern verlassen, weil einfach die geopolitische Lage ziemlich heiß ist momentan. Wir haben diesen Konflikt im Mittleren Osten. Gleichzeitig haben wir die Tatsache, dass viele Israelis nach Zypern ziehen. Viele Russen sind ja auch schon da. In Zypern gibt es die größte Militärbasis der Briten. Die ist im Süden natürlich Zyperns. Das heißt, es gibt natürlich die Befürchtung, dass wenn es hier tatsächlich mal zu einem militärischen Konflikt kommt, dass dann Zypern mit die erste Insel ist, die betroffen wird, weil sie ja vor allen Dingen so nah eigentlich an den Ländern des Mittleren Ostens dran liegt, zum Beispiel Israel, zum Beispiel Syrien. Die Insel ist buchstäblich so nah da dran, dass du von Nordzypern aus die Raketen im Mittleren Osten in zum Beispiel Israel aufsteigen sehen kannst an manchen Tagen. Das ist doch vielen deutschen Auswanderern eindeutig zu heiß, im wahrsten Sinne des Wortes. Dann gibt es auch noch andere Dinge, die dann aber natürlich stark auch mit dem eigenen Befinden, mit dem eigenen Geschmack zu tun haben. Markus zum Beispiel haben viele Auswanderer gesagt, die die Insel wieder verlassen haben, dass es einfach zu langweilig ist, dass da einfach nichts zu tun ist, dass auch die Strände eigentlich nicht besonders schön sind dort. Dass es also alles in allem im Grunde nicht das Paradies ist, was man sich so vorgestellt hat und was einem verkauft wird. Nun muss man hier natürlich ganz ehrlich sagen, dass das nicht wenigen Auswanderern so geht, egal in welches Land sie auswandern. Das ist jetzt nicht nur ein Kritikpunkt an Nordzypern oder ein Mangel, den Nordzypern hat. Es gibt gerade natürlich bei diesen kleinen Ländern und bei den Inselländern viele, die dorthin auswandern und im Grunde genommen sich nicht richtig vorbereiten. Wir haben Mandanten, die nach Paraguay, nach Montenegro ausgewandert sind und genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Auch dort ist es ja mittlerweile so, dass viele wieder zurückkommen in den etablierten, den traditionellen Ländern, ist das weniger der Fall. Also wenn man jetzt zum Beispiel in die USA umzieht oder auch in die Schweiz umzieht, dann passiert es relativ selten, dass man dann dort wieder weggeht oder das gleiche natürlich auch nach Spanien umzieht, weil das sind etablierte Länder. Da erlebt man vielleicht nicht so viele negative Überraschungen wie in den kleinen Ländern oder den wenig etablierten Ländern, die ich gerade eben gesagt habe. Also wie gesagt, das ist nicht ein Punkt, der jetzt hier spezifisch nur auf Nordzypern zutrifft. Aber wenn man eben hier investiert hat, wenn man eine Immobilie gekauft hat, um den Aufenthaltstitel zu erhalten, dann wird das Ganze natürlich umso schmerzhafter, weil man dann natürlich weniger flexibel ist, weil dann viel Kapital gebunden ist. Deswegen hier sollte man sehr vorsichtig sein, bevor man tatsächlich kauft und vielleicht mal zunächst sich dort aufhalten, ohne jetzt gleich in eine Immobilie zu investieren. Markus und seine Frau haben sich dazu entschieden, nicht in Nordzypern leben zu wollen, eben nach all dem Drama, was sie da erlebt haben, was er ja auf seinem YouTube-Kanal auf sehr unterhaltsame, aber auch sehr informative Weise dokumentiert hat. Und damit es dir nicht genauso geht, damit du den Schritt nach Nordzypern nicht bereust, ist es eben wichtig, dass du genau die Bedingungen kennst, auf die du dich einlässt. Hierzu zählen zum Beispiel auch Dinge wie Bankverbindungen. Markus hat mir erzählt, dass er problemlos ein Konto in Nordzypern bekommen hat. Er konnte auch problemlos dorthin Geld überweisen.
um zum Beispiel die Immobilie zu kaufen. Tatsächlich ist es aber schwierig, Geld dort wieder wegzubekommen. Das ist ein weiterer Punkt, den man wissen muss. Da ist eben dann wichtig, dass man noch über andere Konten im Ausland verfügt, was ja für viele sowieso der Fall ist. Wir haben über die steuerliche Situation gesprochen. Du musst dir eben genau dessen bewusst sein. Natürlich, Nordzypern hat den Vorteil, dass es so ein bisschen anarchisch ist, ganz klar. Das heißt, tatsächlich werden hier ja Ausländer sehr wenig von den Finanzbehörden malträtiert. Vielleicht sind wirklich deine Auslandseinkünfte dort steuerfrei. Aber wenn du nicht an die deutsche Steuer denkst, hast du die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Und vielfach ist es ja so, dass die deutsche Steuer da sehr schnell auf diesen Punkt kommt, insbesondere dann, wenn du deine letzte Steuererklärung noch nicht eingereicht hast. Da ist ja dann das deutsche Finanzamt vielfach sehr spitzfindig, und wenn dein letzter Steuerbescheid dann unter dem Vorbehalt der Nachprüfung ausgestellt wird, was vielfach der Fall ist, wenn man in Länder wie Nordzypern umzieht, dann musst du damit rechnen, dass deine Akte hier in den nächsten 10 Jahren jederzeit wieder geöffnet werden kann und du sehr detaillierte Fragen beantworten musst, die aufgrund der erweitert beschränkten Steuerpflicht eben auch von dir beantwortet werden müssen, weil du Mitwirkungspflichten hast gegenüber dem Finanzamt als deutscher Staatsbürger, wie gesagt, für 10 Jahre noch, nachdem du Deutschland verlassen hast. Also, schau dir den Kanal von Markus an. Das ist mein Tipp, und dann überlege dir gut, ob du wirklich nach Nordzypern auswandern willst und ob du dort Immobilien erwerben willst. Wie gesagt, Nordzypern hat natürlich auch durchaus Vorteile, insbesondere wenn du kein deutscher Staatsbürger bist. Aber sei realistisch in deiner Erwartungshaltung und in deinem Plan. Wir haben zum Beispiel Mandanten, die Nordzypern sehr erfolgreich nutzen. Die haben 3 Wohnungen, vielleicht eine Wohnung in Nordzypern, eine Wohnung in Dubai, dann noch eine Wohnung in irgendeinem anderen Land, und dann verbringen sie so in mehreren Ländern im Grunde genommen ihre Zeit, sind also vielleicht ein Drittel des Jahres in Nordzypern, haben dort eine gute Zeit, haben aber dann eben auch noch Orte, an die sich anderweitig zurückziehen können, und entsprechend natürlich dann auch steuerliche Ansässigkeit in einem anderen Land als Nordzypern. Das könnte zum Beispiel eine intelligente Lösung sein. Dann setzt man nicht alles auf eine Karte. Auch kann man zum Beispiel Südzypern relativ gut kombinieren mit Nordzypern. Wenn du zum Beispiel ein Unternehmen in Südzypern hast, aber auf Nordzypern wohnst und dann im Grunde genommen Grenzgänger bist und in Südzypern arbeitest, aber in Nordzypern wohnt, sind auch das Modelle, wo man dann manche Probleme gerade auch im Hinblick auf das deutsche Außensteuerrecht lösen bzw. ihnen vorbeugen kann. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, wenn du dich für eine Alternative zu Nordzypern interessierst oder dich nochmal vergewissern willst, dass Nordzypern der richtige Ort ist, dann, wie gesagt, schau dir den Kanal von Markus an und natürlich auch gerne ein Beratungsgespräch mit mir buchen. Details auch dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir beraten seit fast 20 Jahren Mandanten zu genau diesen Themen: Wegzug, Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz im Ausland, dich aus den Fängen der EU zu befreien, einen Plan B zu haben und möglicherweise auch zweite Staatsbürgerschaften zu erwerben. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.